Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Die Sonne strahlt uns ins Gesicht, Leute. Der Frühling kommt. Und mit dem Frühling kommt auch gleich eine neue Lost Place Tour, Anja, ne? Richtig. Wir stehen schon auf dem Wohnmobilstellplatz. Hier haben wir eine Nacht schon verbracht. Und jetzt geht's direkt ab zur nächsten Location. Nee, zur ersten. Zur ersten, genau. Woke up with a smile to daylight on my feet. Jump right out of bed to the city street. Got a rhythm in my head. Auf dem Weg zur ersten Location haben wir natürlich wieder den ersten Zufallsfund, nämlich ein verlassener Realmarkt. Und ich glaube, da hinten ist noch ein Gebäude, was auch verlassen ist. Eigentlich wollten wir hier auch parken, aber da ist wieder ja, so eine Kameraüberwachung. Da steht auch, dass Privatparkplatz ist. Und ja, ehe wir dahinter wieder irgendwelche Strafen bezahlen müssen, habe ich gesagt, ich gucke mir das Ganze mal an, ob man da eventuell vielleicht reinkommt oder ob es da generell irgendwas zu sehen gibt. Und Sabrina steht da hinten einfach irgendwo, keine Ahnung, und wartet halt. Also sieht auf jeden Fall richtig, richtig lost hier aus. Also komplett zugemüllt alles. Also, ja, weiß ich nicht, da kümmert sich offenbar gar keiner mehr drum. Also das ist richtig schlimm. Hier fliegen auch irgendwelche Raben rum, die sich hier wahrscheinlich das ganze Essen rauspicken. Hier stehen auch noch einige Einkaufswagen. Und der Bereich soll angeblich kameraüberwacht sein. Na gut, gucken wir mal, ne? Können wir hier einen Blick reinwerfen, wie das Ganze so von innen aussieht. Naja, viel kann man nicht sehen, aber das, was man sieht, sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Aber es sieht ein bisschen so aus, als ob da noch Sachen drin stehen würden. Das muss ich mir auf jeden Fall gleich mal ein bisschen genauer angucken. Sieht sehr, sehr interessant aus. Hier steht wieder Videoüberwachung dran. Hier haben sie auch schon irgendwas an die Scheiben geschmiert. Hier sind die Pfandautomaten. Wie geil ist das denn? Kann man das sehen hier auf der Kamera? Ich glaube schon, ne? Hier sind die Pfandautomaten. Und ja, die stehen alle offen. 1, 2, 3 hatten sie. Da hinten die Tür ist leider zu. Also das, wenn man hier reinkommen würde, würde man da nicht weiterkommen. Also schauen wir mal weiter, ne? Da gab es tatsächlich sogar so eine Preisliste, ne? Da stand drauf, Leergutpreisliste. Wasser, Limo, Glas, 12 mal 0,7. Gibt es für eine Flasche 15 Cent, für eine Kiste 1,50 Euro und insgesamt 3,30 Euro. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen tatsächlich. Also man weiß ja die Preise so einigermaßen auswendig, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, aber so eine Preisliste habe ich noch nicht gesehen. Hier ist jetzt die Rückseite. Das Tor ist auf jeden Fall auch zu. Hier ist wieder alles vollgemüllt. Also ich muss echt sagen, ich glaube, hier gibt es keinen Eingang. Sieht alles so gut zugemacht aus. Hier auch, selbst wenn man hier reinkommen würde. Boah, das ist richtig der Schimmel. Also das kann nicht erst seit ein paar Monaten leer stehen. Richtig der Schimmel. Also selbst wenn wir hier reinkommen würden, da ist auch wieder die Tür zu. Hier Tür zu. Gucken wir mal weiter. Feuerschutz, Abschuss. Okay. Auch zu. Da hinten, das glaube ich, also das ist auf jeden Fall auch los da hinten. Und das hier auch. Und das vielleicht auch noch, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall auch alles zugemacht worden. Das stand ja scheinbar mal offen. Oder? Hört ihr das, Leute? Hier geht noch irgendwie der Strom. Und jetzt bin ich gerade voll in die Kamera gelaufen. Hier hinten ist direkt so eine richtig fette Kamera. Wenn die noch an ist, hat die mich auf jeden Fall gefilmt. Ist auf jeden Fall auch zu. Ich würde sagen, ich packe die Kamera mal runter und laufe einfach mal dran vorbei. Hier sieht man, da ist noch eine fettere Kamera. Ach du Scheiße, die ist auf jeden Fall. Die wird auf jeden Fall aktiv sein. Ach du Scheiße. Aber man hat ja auch gehört, dass hier irgendwie noch der Strom geht. Also kann schon wirklich sein, dass hier tatsächlich die Kameras alle funktionieren und innen drin vielleicht noch so ein Bewegungsmelder ist oder ähnliches. Ja, eigentlich ganz schön, aber schade, dass man nicht reinkommt, ne? Hier, da sieht man auch nochmal, dass auf jeden Fall der Strom funktioniert. Da leuchtet irgendwas dahinter. In dem Raum leuchtet auch noch irgendwas. Ja.
Schade, schade, schade. Vielleicht kann man hier mal so einen kleinen Blick reinwerfen. Könnt ihr da irgendwas sehen, Leute? Ja, ein bisschen was kann man sehen, ne? Sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, ne? Aber, ja, man kommt leider nicht rein. Ja gut, ich sag mal, es ist jetzt so ein bisschen Zwiespalt, sage ich jetzt mal, ne? Für uns natürlich schade, dass wir nicht reinkommen, für den Laden und den Besitzer hier natürlich super, weil sonst wird das Ganze hier auch schon ganz anders aussehen, ne? Also geht es jetzt erstmal zurück zu Bärbel und wir steuern die eigentliche Location jetzt mal an. Vorher werden wir uns auf jeden Fall noch was zu frühstücken holen, weil wir noch nichts gegessen haben. Wir haben nichts mitgenommen, wir waren nicht vorher einkaufen oder irgendwas. Ja. So, Freunde der Sonne, wir sind angekommen am Lost Place. Also, hier hinter mir ist der besagte Lost Place. Sind das hier so Brutstätten oder was ist das? Da gehen wir auf jeden Fall mal nicht näher dran. Ich glaube, hier geht es auch nicht wirklich weiter. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Also muss ich mal irgendwie gucken, wie man hier anders aufs Gelände kommt. Wen suchet, der findet, ne? Ihr wisst Bescheid. Das obligatorische. Aber ein Loch im Zaun ist natürlich am Start. Und dann gehen wir doch einfach mal hier durch. Oh Gottchen. Keine Ahnung, wie lange hier keiner mehr lang gelaufen ist. Aber es ist auf jeden Fall alles zugewachsen. Bei diesem Lost Place handelt es sich übrigens um ein verlassenes Hallenbad. Das erinnert mich ganz, ganz stark an meine Kindheit. Beziehungsweise an das Hallenbad, wo ich früher immer schwimmen war. Gibt es leider mittlerweile auch nicht mehr. Irgendwann war wohl auch mal ein Lost Place, keine Ahnung. Aber da war ich leider noch zu jung, naja, das zu besuchen. Tja, so ist das leider, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob man hier irgendwo reinkommt. Das wäre ja der Super-GAU. Hier ist so ein Firmengelände gegenüber. So sieht das Ganze von innen aus. Das sieht auf jeden Fall super, super alt aus. Also sehr, sehr in die Jahre gekommen. Hier vorne von dem Imbiss. Ich weiß nicht, ob man es einigermaßen erkennen kann. Das ist komplett ausgeblichen. Und ich finde auch generell, das sieht einfach ja, super alt aus. Vielleicht mit ein Grund, warum das Ganze geschlossen ist. Die Tür ist auf jeden Fall zu. Auch zu. Ich finde, das Tor hier sieht irgendwie so relativ neu aus, ne? Oder? Was meint ihr? Ist auf jeden Fall auch zu. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört oder so. Das Komische ist, dass hier vorne ja so Fenster sind, da hängen so Gardinen dran. Keine Ahnung, ob das ein Hausmeisterhäuschen ist oder sowas. Hier, das zieht sich hier durch den ganzen Bereich mit den Gardinen. Keine Ahnung, was ist mal. Ja, habt ihr sowas schon mal gesehen? Jetzt mal ernsthaft. Das ist ein Schwimmbad. Und offenbar geht man ja hier wahrscheinlich dann irgendwie zu den Umkleidekabinen oder sowas. Aber habt ihr das schon mal gesehen, dass da Gardinen hängen? Also ich habe sowas noch nie gesehen. So. Und da vorne ist das Tor. Ich meinte, das komplette Gelände ist hier eigentlich abgesperrt, ne? Ich glaube sogar eine Bushaltestelle. Da fuhr der Bus hier vor. Dann die ganzen Leute abgeladen oder eingeladen. Ist dann hier quasi einmal rum. Und dann da vorne wieder raus, ne? Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Fenster. Ein bisschen kaputt gemacht worden. Aber ja gut. Hat natürlich nichts zu sagen.
kommt man natürlich auch nicht rein. Ich finde, diese Tür hier sieht irgendwie so ein bisschen offen aus, aber ist doch verschlossen. Gut. Also gucken wir mal weiter. Wahnsinn, ehrlich. Richtig heftig. Aber die Tür ist zu. Ja, so ist das manchmal, ne? So ist das einfach manchmal, ne? Wenn zu ist, ist es zu. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Jetzt offenbar haben wir wohl Pech. Es sei denn, es ist hier irgendwo noch irgendwie ein Fenster offen, was auf den ersten Blick jetzt nicht so scheint. Sie haben schon versucht, die Scheiben einzuschlagen, hat wohl nicht funktioniert. Dass man diese Fenster überhaupt öffnen konnte, ne? Oder guckt euch das mal an. Wie gesagt, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Hier ist ja diese Rutsche. Und guck mal jetzt bitte hier. Da ist einfach die Heizung dazwischen. Also man hat hier im Prinzip diese Steinbänke links und rechts. Und in der Mitte ist einfach die Heizung. Also 2 Heizungskörper, die da lang laufen und die Rohre, die da noch lang laufen. Also kann man sich ungefähr, naja, vorstellen, wie alt das Ganze hier schon ist und warum es nicht mehr genutzt wird, ne? Und ich dachte gerade ernsthaft, da oben hängt irgendwie was, ne? Ich dachte erst so eine Kamera oder so. Dann dachte ich so, nee, kann ja nicht sein. Und jetzt von der Perspektive aus sieht man, dass es eindeutig eine Kamera ist. Da oben hängt einfach, man wird es wahrscheinlich nicht sehen können, da oben hängt einfach eine Kamera. Und das ist keine alte Kamera, die sieht relativ neu aus. Aber ist eigentlich auch schon sehr ungewöhnlich, dass da nur eine Kamera hängt und die eigentlich auch nur auf das große Becken zeigt, oder? Sehr komisch. Ich laufe jetzt auf jeden Fall noch einmal rum, gucke noch mal genauer, ob ich irgendwas übersehen habe. Und wenn das nicht sein sollte hier, dann ja, geht es halt einfach zur nächsten Location. Dann ist es halt so. Das Ganze muss auf jeden Fall schon mal offen gestanden haben, weil ich glaube nicht, dass der Besitzer seine Gerätschaften einfach hier draußen hinschmeißt. Das werden doch wieder irgendwelche Idioten gewesen sein, vermutlich. Ja, auch beim zweiten Mal rumlaufen kein Zugang entdeckt, heißt, wir fahren direkt weiter zur nächsten Location, also let's go und bis gleich. So, angekommen bei der nächsten Location, zieht sich Sabrina jetzt die Schuhe an und geht heute mal los, ne? Also ja, heute mal vor allem. Geht jetzt mal los. Nachdem ich 2 Locations gemacht habe, machst du jetzt auch eine, ne? Ja. Und ey, ohne Witz, in dem Moment, wo wir hier geparkt haben, geht auf einmal so ein Alarm los. So eine Sirene hier, irgendwie ganz komisch. Ja. Was ist das denn wohl? In manchen Orten in Deutschland ist mittags um 12 noch der... Echt? Ja, Sirene. Okay. Da hätte ich ja richtig Bock drauf. Kommt mal mit, Leute, wir gehen mal gucken. Erstes Problem, hinter mir Kamera gesichert. Zweites Problem, hinter mir Leute, die draußen stehen und mich auf jeden Fall jetzt safe gesehen haben. Ich weiß auch nicht, was das hier ist, wo ich gerade hier rumlaufe. Ob das jetzt hier ein Wanderweg ist oder ob ich hier gerade auf einem Zeltplatz bin. Ich blicke hier irgendwie nicht so wirklich durch, Leute, keine Ahnung. Location ist im Kasten. Wir brauchen auf jeden Fall, naja, werden wir sowieso machen, aber wir brauchen auf jeden Fall gleich eine Dusche. Sowieso. Weil das war echt teilweise eine richtige Schimmelbutze. Haben auch noch andere Leute ja direkt vor der Location getroffen, als wir gerade reingehen wollten. Also eigentlich eine super, super sichere Location, weil hier einfach alles offen stand. Mhm. Die Türen auch überall offen. Und frei zugänglich, ne? Ja, genau. Aber Wahnsinn. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Video, weil wir eigentlich dachten, wir besuchen ja halt ein Lost Place und dann plötzlich entdecken wir noch Sachen, die da so gar nicht hingehören. Und die sind echt krass. Also echt krass. Also wieder ein Skandal, ja, wie es halt, naja, im Buche steht, sagen wir mal so. Ja, genau. Wirklich heftig. Ja, jetzt geht's zurück zu Bärbel und dann denke ich mal, war es das für heute eigentlich schon in Sachen Lost Places, oder? Ja, gucken wir mal, ne? Die Sonne geht gleich unter. Ja. Ich will noch ein bisschen da bleiben, es ist richtig kalt, ey. Es war so kalt.
kalt in dieser Ja. Location, ne? Da drin war echt kalt. Richtig viel Feuchtigkeit, dementsprechend auch kalt. Draußen ist richtig schön angenehm. Ja, schön, die Sonne scheint ja, ne? Gut, gucken wir mal, ob wir heute noch was schaffen oder nicht. So Leute, wie ihr wisst, stehen wir extrem auf Rucksäcke. Wir haben mittlerweile echt viele zu Hause und diesmal haben wir auch einen neuen Begleiter. Und zwar ist das fast das gleiche Modell, was wir schon haben, nur eine Nummer größer von Tasmanian Tiger. Und das Ganze haben wir natürlich auch wieder von ASMC. Der Tasmanian Tiger Rucksack Modular Daypack L ist der perfekte Begleiter für Alltag, Outdoor-Abenteuer oder den taktischen Einsatz. Dank Thermomold-Tragesystem sitzt er bequem, während das große Hauptfach mit Molle-Klett für eine optimale Organisation sorgt. Mit kostenlosem Versand ab 99 €, flexiblen Zahlungsmöglichkeiten und einem attraktiven Treueprogramm bietet ASMC einen erstklassigen Service. Zudem kannst du ganz ohne Risiko bestellen und von der 30-Tage-Bestpreisgarantie profitieren. Und wenn ihr auch da bestellen wollt, dann nutzt auf jeden Fall unseren Code LPDiscovery, um 5% zu sparen. Und ja, ich würde sagen, schaut gerne mal vorbei. Der Link ist nochmal in der Videobeschreibung. So Leute, doch noch eine Location, die wir uns angucken. Ungefähr 1,5 Jahre her, dass wir mal hier waren. Und damals konnten wir die Location nicht abdrehen. Also gucken wir mal, ob es heute klappt. Erstmal ab durchs Gebüsch. Hier ist auf jeden Fall ein fetter Trampelweg, den wir einfach mal hinterhergegangen sind. Und gucken wir mal, wo der hinführt. Hier sieht man auf jeden Fall ein ausgeschlachtetes Auto, was auf Steine gestellt wurde. Aber hier kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal wieder den Trampelweg zurück. Da waren einige Wege, die von A nach B nach C geführt haben. Gucken wir mal. Boah, ist ausgeschlachtet hier schon. So Leute, wir sind jetzt auf dem Gelände drauf, müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, weil es war kein Problem mehr drauf zu kommen, frei zugänglich, aber das Ganze ist sehr leicht einsehbar von der einen oder anderen Seite, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier stehen wir auf jeden Fall jetzt direkt vor dem Auto, sieht eigentlich echt noch richtig gut aus, aber die Scheibe ist schon eingeschlagen worden und an dem Airbag haben sie offenbar auch schon irgendwie dran zu schaffen gemacht. Aber wenn man bedenkt, wir waren vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren, kann man schon sagen, waren wir schon mal hier. Ja. Da war aber leider noch alles zu. Ja. Mittlerweile ist der Urbex-Bus schon vorgefahren und damals war alles noch komplett intakt. Ja. Es war keine Autos beschädigt, es war alles noch da. Es war ja einfach geil, geiler Lost Place. Und jetzt mittlerweile schon wieder alles, naja, zerstört, ne? Boah. Wahnsinn, ehrlich. Was hier noch an Werten steht, ne? Also ich sag euch, wie es ist, dass damals, es sah nicht annähernd so aus. Das ist so krass und so schlimm eigentlich, sowas zu sehen, ne? Guck mal, da läuft eine Katze. Mietz, mietz. Ja, hier sieht man, denke ich mal, auch ganz gut, wie lange das schon hier verlassen ist. Schaut euch mal an, wie zugestaubt der Wagen ist. Hier ein Blick ins Innere. Boah, voll der Qualm aus dem Wagen, ey. Das ist ein Raucherwagen, der stinkt richtig, richtig übel. Aber hier fehlt schon die Scheibe, ist komplett weg. Ist auch nicht eingeschlagen worden, weil innen drin liegt sie nicht. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Offenbar haben sie hier irgendwie sich schon bedient mit Ersatzteilen. Wie man sieht, hier auch die Reifen, die fehlen. Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Skoda Octavia. So einen hatten wir auch mal gehabt. Und der ist auch aufgebockt worden. Und das sieht auch so ein bisschen provisorisch aus, wie man sieht hier auf eine Gasflasche. Hat so ein bisschen den Anschein, als ob hier vielleicht irgendwelche Leute hingekommen sind. Und die haben sich die Location nicht einfach nur angeguckt, sondern die haben hier geplündert, ne? Dass die das, was sie noch gebrauchen konnten als Ersatzteile, dass die es einfach rausgenommen haben. Also anders kann ich das jetzt hier nicht interpretieren. Weil hier im Motorraum sieht es auch ein bisschen zerrupft schon aus. Anja machte jetzt mit dem Handy ein paar Hochformataufnahmen, während ich ein paar Aufnahmen mit der Kamera machte und plötzlich wurde Anja von einem älteren Herrn entdeckt. Ja, ja. Hast du gehört? Der Opa bleibt da hinten. Ach Gott, da ist so ein Hilfs-Sheriff. Da ist ein Hilfs-Sheriff. Das sind mehrere Hilfs-Sheriffs. Ach Gott. Ja? Ja, ja. Wo denn noch? Da hinten. Ja, hab ich dir gesagt, da stehen welche. Ach, ey, meine Geh mal Güte. jetzt zur Seite. Wenn er nur mich sieht, ist doch okay.
Ja Leute, das ist halt der Nachteil. Wir haben gerade gesagt, sehr einsichtig. Kann hier wolltest ein paar Handyaufnahmen machen. Boom, natürlich direkt gesehen worden von jemandem. Älterer Herr. Schwierig, ne? Ich glaube nicht, dass der das Hobby verstehen wird. Wir werden erstmal jetzt hier runtergehen vom Gelände, Leute. Das macht jetzt nämlich gerade irgendwie gar keinen Sinn. Oh. Mann, 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 Mann. Ja, Leute, wir sind erstmal jetzt vom Gelände wieder runter. Menschenskinder, nee. So ein Opa, der natürlich wieder alle anderen Leute dann auf die ganze Situation aufmerksam macht. Jetzt wissen wir natürlich halt nicht, was Sache ist, ne? Hat jetzt einfach nur rübergeschrien, aggressiv. Bist du Rucksack? Ah. So. Ja. Ich gehe mal zu Bärbel gucken, was da als Sache ist. Soll ich euch Bärbel holen? Wir müssen mal gucken, jetzt wo der genau ist. Er hat eigentlich nur Anja gesehen. Ich habe zwar gerade noch so ein bisschen gewunken, aber mich hat er wohl nicht gesehen. Mann, ey. Jetzt klappt die Location und jetzt so eine Scheiße, ey. Mann. Aber ist halt ne, sehr, sehr zugänglich, sehr, sehr leicht einsehbar. Und da standen halt ganz viele Leute. Scheiße. Ich hole jetzt einfach mal Bärbel und dann werde ich Anja abholen. Mal gucken, ob ich den Typen noch irgendwo sehe. Da ist halt schon viel randaliert worden. Dementsprechend werden die halt auch so ein bisschen sensibel sein. Ne? Das Mikro noch hier hängen. Also so viel Langeweile möchte ich auch erstmal haben. Tja. Erzählt, dass ich auch Rentner werde. So, angeschnallt. Ist echt ärgerlich, ne? Ja. Mann. Ja, vor allen Dingen, wie viel Langeweile muss man denn haben? Ja. Ja. Ich habe erst gedacht, es wäre so ein LKW-Fahrer oder so. Der da. So ein Opa mit Fahrrad. Ja, das hatte ich dann nachher auch gesehen gehabt. Das Problem war halt, dass nebenan noch mehr Leute standen, die ja alle aufmerksam gemacht hat auf die ganze Sache. Ne? Ich sag mal, wenn er jetzt nur alleine gewesen wäre, dann scheißegal. Ja. Aber er hat ja halt alle Leute, die da standen, auch drauf aufmerksam gemacht, ja. Als wenn wir jetzt gerade hier die Obereinbrecher wären. Ne? Es ist wirklich super, super nervig, Leute. Ne? Also klar, irgendwo kann man es ja verstehen. Es ist immer halt so ein super Zwiespalt einfach. Ne? Man kann es irgendwo verstehen, ja, weil es einfach diese Idioten gibt, die einfach alles kaputt machen müssen, ne? Die sich da benehmen. Guck mal, da geht es einer genau dahin, wo der gerade war. Ist jetzt gerade hinter den Dingern, ja, genau. Um Gottes Willen, also ganz schlimm. Ja, da hauen wir erstmal ab hier. Ja, macht gar keinen Sinn. Ja, diese Hilfs-Sheriffs, Leute, na klar, wie gesagt, man kann es irgendwo verstehen, aber es ist einfach super, super nervig, ne? Also, aber es wäre so ein älterer Herr, der einfach nichts anderes zu tun hat, als sich jetzt dahin zu stellen. Der hat doch darauf gewartet. Warum steht man denn da an der Tankstelle am Zaun und guckt, wo der uns noch gar nicht gesehen haben kann? Das ist ja das Ding, der kann uns ja noch nicht gesehen haben. Da ist ja das komplette Gebäude dazwischen. Heißt, der muss ja da schon gewartet haben. Oh, vielleicht passiert ja heute hier nochmal was. Jetzt muss ich mal ganz kurz abchecken. Da, siehst du, guck mal her. Ja. Aber wo ist der Opfer denn jetzt hin? Der ist abgehauen. Und dann noch dieses dumme Kontakt. Soll ich mal die Polizei rufen? Ja, mach doch. Also, wir hauen aber lieber vorher ab. Ja, mach ruhig, aber wir gehen dann jetzt lieber. Ah, ehrlich, ey. Mann. Manchmal soll es einfach nicht sein, ne? So Leute, nachdem die letzte Location leider nichts war, dank dem Hilfs-Sheriff, Rentner, der da auf sich geschoben hat, offenbar, keine Ahnung, haben wir jetzt entschlossen, dass wir jetzt erstmal was essen gehen. Wir sitzen jetzt hier im schönen Brauhaus, werden uns gleich noch einen Stellplatz suchen und dann ist der Tag für heute auch beendet und morgen geht es motiviert weiter mit neuen Locations, guten Locations. Bin mal gespannt, was uns morgen so erwartet. Ja, ich auch. Aber jetzt erstmal den Abend ausklingen lassen, Leute, und wir melden uns dann morgen früh wieder vom Stellplatz. Genau. Das ist teurer?